Wir brauchen diese neuen Regeln, um die knappen Ressourcen, die wir in Europa haben, besser zu nutzen. Wenn wir eine dünne kleine Schale einmal benutzen und sie wegschmeißen, dann ist sie verloren. Wenn sie dann in die Umwelt kommt, ins Wasser kommt, dann überlebt sie da Jahrhunderte. Und jeder hat verstanden, dass das nicht sein darf. That was MEP Karl-Heinz Florenz, the EPP Group spokesperson on the Environment Committee, speaking about the committee's approval of new EU rules designed to cut pollution, rules which are expected to come into force in 2021. The new EU rules proposed by the European Commission will target 10 single-use plastic products such as cutlery, plates and straws, as well as lost and abandoned fishing gear, which together make up 70% of all marine rubbish littering Europe and the world's beaches, seas and oceans. Also wir wollen wiederverwenden, wo wir wiederverwenden können. Wir wollen verbieten, wo es Alternativen gibt. Und jeder sollte wissen, dass Innovation die Zukunft ist. Umweltpolitik, die wurde immer so ein bisschen belächelt. Heute wissen viele Leute, Umweltpolitik ist eine wissenschaftliche Herausforderung. The ultimate aim of the new EU rules to reduce littering by more than half for the 10 single-use plastic items, avoiding environmental damage which would otherwise cost €22 billion by 2030 and avoiding the emission of 3.4 million tonnes of CO2 equivalent by 2030. Karl-Heinz Florenz explained why, from the EPP Group's perspective, this is good for the economy and good for the environment. Einmal wollen wir die Meere nicht weiter verschmutzen, sondern im Gegenteil, wir wollen sie sauberer machen. Das zweite Punkt ist, dass man Abfälle nicht als Abfälle definieren sollte, sondern das ist eine Rohware, die unsere Industrie auch in Zukunft braucht. Europa ist arm an Rohwaren. Und das Dritte ist, dass wir die Rohstoffe auch für unsere Kinder und Enkelkinder brauchen. Denn ich bin nicht sicher, ob schon allen Menschen auch in Europa klar geworden ist, dass wir in absehbarer Zeit aus den Rohstoffen leer laufen.